Jawohl, herzlich willkommen noch einmal. Diesmal ein erneutes Video, wieder ein Unboxing-Video. Etwas andere Skates diesmal. Und ich denke mal, wir fangen auch gleich mal an. Ich versuche mal, der Karton ist ein bisschen größer. Ich versuche das mal ein bisschen hinzukriegen, dass ihr das auch optimal seht. Da haben wir sie. Das sind die Rollerblade RB80 Pro. Habe ich mir gerade günstig bei Grindhouse geschossen. Und schauen mal ganz genau, was da jetzt so Sache ist. Und wir geben uns mal Zeit, den Skate mal einmal anzugucken. Grün auf schwarz. Sehr schön mit gelben Akzenten. So sieht er von der anderen Seite aus. Das ist der Liner. Man sieht, er ist nicht geschnürt. Da ist keine Schnürung vorhanden. Wir haben eine gut gepolsterte Zunge. Etwas dicker gepolstert. Beatmungsaktives Mesh-Material. Wie überall. Haben an den Zehen jetzt kein Neopren, das heißt, hier können die Zehen sich nicht rausdrücken. Das heißt, ihr müsst auf die richtige Größe auf jeden Fall achten, wenn ihr den Blade kauft. Aber die größten Tabellen von Rollerblade sind ziemlich in Ordnung. Die geben den Innendurchmesser mit an in Mondo Point, das heißt in Zentimetern. Das heißt, wenn ihr euren Fuß in Zentimetern gemessen habt, könnt ihr da schon relativ sicher sein. Unten drunter verstärkt und mit so Noppen, damit er nicht hin und her rutscht im Skate. Hier an den Seiten auch nochmal verstärkt, hier wo ein bisschen mehr Bewegung entsteht. Auch in Höhe der Nieten hier hinten runter. Hinten im Heel verstärkt, das heißt, wenn beim Skaten der Liner sich ein bisschen auf und ab bewegt, dass es nicht hinten so schnell durchgescheuert wird. Also nochmal extra verstärkt hier hinten. Das hier natürlich auch verstärkt. Ein V-Cut, wie man sieht. Man sieht hier ganz deutlich das V. Das heißt, es geht in diese Richtung, geht es ein bisschen nach unten. Für ein bisschen mehr Flexibilität hinterher in dem Liner drin. Nach vorne und nach hinten. Ein ganz normalen Skate Carry hinten dran. Schön mit dem gelben Akzent auch noch. Achtung, bitte darauf achten, hiermit nicht die Skates anziehen. Damit trägt man die Skates nur. Zieht ihr euch hiermit die Skates an und zieht das gewalttätig hoch, reißen die Dinger meistens ab. Aber dafür sind sie einfach nicht gedacht. Wenn ihr sie anzieht, haltet euch hier fest, zieht es hiermit hoch oder tretet in die Skates richtig rein, dass der Fuß noch ganz unten in die Hackentasche da reinrutschen kann. Zieht es aber nicht mit dem Band hier nach oben. Da werdet ihr unglücklich. Kommen wir mal zum Skate. Wir fangen oben an. Beim Cuff. Der Cuff ist hier all dieses Schwarze, was ihr hier so seht. Das erste, was mir aufgefallen ist, ein genieteter Cuff. Das heißt, ihr könnt den jetzt nicht wechseln, der kann auch nicht höhenverstellt werden. Das ist für mich jetzt nicht schlimm. Bin noch nie Rollerblade gefahren, deswegen bin ich auch sehr gespannt drauf. Hier oben der Buckel. Kommt ein bisschen näher. Man sieht, hier ist so ein kleiner Haken. Ja, sieht man nicht ganz so gut. Aber mit diesem kleinen Haken wird der Buckel festgehalten. Das heißt, wenn ihr skatet, gibt es weniger dieses klappernde Geräusch, weil der Buckel am Platz gehalten wird. Hier mit diesem gelben Penupsel lässt er sich wieder öffnen. Das Band vom Buckel, relativ starkes Plastik, ich bin beeindruckt. Habe ich schon sehr viel dünner gesehen. So, gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Man sieht sofort, hier wird hinter der Aufnahme das Band direkt in den Schuh reingeführt, dass das Band nicht lose rumflattert. Man hört ein ganz normaler Klickmechanismus. Und für den Release einfach draufdrücken und wieder rausmachen. Sehr schön gelöst, wie ich finde. Auch die Teile genietet.
wie man hier sieht. Auch die beweglichen Teile alle oben genietet. Völlig in Ordnung. Dann schauen wir mal weiter. Wir haben noch einen zweiten Buckel. Und zwar dieser hier. Das ist der 45 Grad Strap. Dient dazu, eure Hacke hinterher hier richtig reinzuziehen in diese Tasche, die man hier so sieht. Hier wird dann eure Hacke reingezogen, damit dann hinterher der Liner und eure Hacke sich nicht hochhebt beim Skaten. Somit hat man ein bisschen mehr Sicherheit beim Skaten. Habe ich jetzt noch nie benötigt. Bin mal gespannt, wie es sich anfühlt. Der, wie man sieht, ersetzbar. Hier haben wir eine Schraube. Und auf der anderen Seite auch eine Schraube. Das heißt, den können wir austauschen oder auch abmontieren, wenn er uns stört. Muss ich mal gucken bei Probefahrten. Wir sehen akzentuiert schön gelbe Schnürsenkel. Standard, würde ich mal sagen. Gut verarbeitet. Die Schnürsenkel werden hier wieder durch diese Eyelets geführt, die den Schnürsenkel vom Durchscheuern schützen sollen. Was mich ein bisschen irritiert, sind hier diese komischen V-Ausschnitte. Versuchen wir mal das zu zeigen. Ihr seht es hier. Ich würde mal vermuten, wenn ich hier den Schnürsenkel irgendwie durchführe, dass er sich da durchscheuert. Und die Kanten hier sind relativ scharf. Wir haben hier ein Slideplate. Und das kann man dann auch auswechseln. Dafür gibt es dann Ersatzteile. Kommen wir mal zu etwas sehr Interessanten, wie ich finde. Das hier. Eigentlich macht natürlich nur Spaß. Das ist nur ein Spritzschutz. Gibt es in fast allen Skates, die belüftet sind, damit das Wasser nicht unten an den Liner schlägt und der Liner dann gammelt. Was ich meine ist das hier. Helligkeit muss ich gerade ein bisschen anpassen. Das ist der Schockabsorber. Man sieht, nicht besonders dick, muss er auch nicht sein, aber Material sehr solide, wird schon mal ziemlich solide. Aber das Besondere, was ich finde, sind hier diese Flügel. Einmal halten sie den Liner hier in dem Kaff drin, diesen äußeren Flügel, und zum anderen Mal haben die hier so eine Erhöhung, die geht später hier rein. Das hält den Schockabsorber am Platz. Finde ich sehr gut gelöst. Trägt auch gleichzeitig zum Design bei. Haben wir hier wieder diese gelben Highlights, sag ich mal. Durch das mal beiseite. Wir schauen mal rein. Hier sieht man noch die Cuff-Nieten. Und man sieht, die Frame ist hier in dem Boot an eine Metallplatte verschraubt. Eine Aluplatte. Kraftübertragung besser, aber auch die Stabilität besser, als wenn es nur Plastik wäre. Und natürlich auch die Haltbarkeit. Ihr seht, der Blade ist ziemlich löchrig. Das heißt unglaublich gut belüftet. Schauen wir ein bisschen weiter vorne. Hier sehen wir auch nochmal. Schön in eine Metallplatte verschraubt, die Schiene. Und dann kommen wir auch gleich mal zur Schiene selber. Schiene selber, eine Alu-Frame, Rollerblade. Kenne ich mich nicht ganz so aus mit den Freeskate-Schienen. Ob das jetzt Standard ist, welche Millimetermaße, kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall ist es eine Frame für 4x80 mm Wheels. Sie sind mit Rennachsen verschraubt, das heißt, diese Achsen, die werden nur von einer Seite eingeschraubt in die Aluminium-Frame. Und die Frame selber hat quasi das Gewinde in der Schiene selber. Das heißt, hier ist ein Gegengewinde, in das man diese Rennachsen reinschraubt. Sehr praktisch, braucht man nur ein Werkzeug für, um die Achsen zu lösen. Und farblich finde ich sehr schön, ein bisschen dunkler gehalten. Das dunkle Grün, Schwarz. Als Akzent dazu die weißen Rollen finde ich sehr schön. Das Gelb mit dem Grün auch sehr schön. Die Skates kommen mit einem Stopper ausgeliefert, den habe ich abmontiert. Man bekommt eine Ersatzachse, damit eine etwas kürzere Achse, damit man das letzte Rad wieder regulär montieren kann. Und dann hat man auch gleichzeitig eine längere Achse, 2 Abstandhalter und den Stopper, um halt den Stopper zu montieren. Ja, das wäre der Stopper. Hier mit einer langen Achse. Hier wird es mit Loctite versehen, das blaue da vorne dran hält die Schraube im Platz.
Der Stopper selber, kann ich nicht viel zu sagen. Stopper waren eigentlich immer das erste, was ich demontiert habe an allen Skates, die ich damals so als Kind hatte. Scheint solide verbaut zu sein. Hier drinne das Stoppergummi kann man auswechseln. Sprich, wenn es sich abgenutzt hat, kann man da ein neues für holen. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Lasst mal einen Daumen hoch da, wenn euch das gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht euch einen Daumen runter. Sagt mir Bescheid, was euch nicht gefallen hat.